Es liegt Frost in der Luft. Die Kälte wird meiner Ernte nicht gut tun. Tut sie nie. So, ich würde sagen, wir steigen erstmal noch eine Stufe auf. Ja, Ausdauer nochmal. Zack. Ja, das können wir doch mal nehmen. Zack. Dann verbrauchen wir beim Heilen auch nur noch die Hälfte an Magika. So, und dann gucken wir doch mal hier ins Journal, was wir alles haben. Am besten natürlich direkt Ahnenschimmer, weil dann bin ich auch diesen komischen Maurice los. Dahin. Das heißt, wir müssen aber an den Falltimer-Türmen... Den Anführer habe ich doch gerade getötet. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Da nisten sich aber unfassbar schnell neue Banditen ein. Und hier habe ich noch nichts. Hier kann ich nur zum Grab und vom Grab aus dann los. Ne, dann kann ich auch von hier oben los. Das ist kein großer Unterschied. Dann gehen wir erstmal nochmal zurück zu den Waldheimer Türmen. Ja, da möchte ich hinreisen. So, Mädels, ihr seid am Start. Wunderbar. Was für ein herrlicher Tag. Die Türen stehen noch sperrangelweit offen. Hätte ich vielleicht zumachen müssen. Vielleicht hätte ich dann... Guck mal, da ist eine Falle. Mal gucken, ob ich die Falle knacken kann. Yes! Ha! Und die Falle deaktiviert. Ich bin so gut. Tja, gut, dass wir nochmal zurückgegangen sind. Gold hilft immer. So. Hallo, neuer Banditenlord. Da ist auf jeden Fall schon mal ein Räuber. Oh, toll. Und jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Was war das denn? Ah, Blätter. So. Hallo, ich bin wieder da. Und direkt den Anführer gefunden. Gebt einfach auf. Ja, das hättest du gerne. Genug. Wunderbar. Kehre zu Farkas zurück. Na, das ging ja schnell jetzt. Amethyst nehme ich doch glatt mit. Dietriche kann man immer brauchen. Eisenschreitkolben. Nö. Met. Natürlich. Klick. So. Und den Banditenanführer. Blut. Oh, was kannst du denn? Schwere Rüstung. Nö. Will ich nicht. Und so ein riesiges Schild möchte ich auch nicht haben. Tridenschwert möchte ich auch nicht haben. Wunderbar. So. Dann stapfen wir doch mal eine Runde durch den Regen. Ach, na toll. Das ist jetzt mal eine Sichtweite. Naja. Wie auch immer. Zack. So. Und achso, das kann ich mir mal markieren auf der Karte. Dann kann ich das auch viel besser sehen. Ja, möchte ich markieren, bitte. So, und dann einmal diesen Weg entlang. Dann rennen wir mal eine Runde, denn dann werden wir ja nicht ganz so nass. Das ist doch die normale Logik, der man folgt, oder? Im Regen zu rennen, um nicht so nass zu werden. So, da hinten ist irgendwo mein Ziel. Der Tag ist schon wieder halb rum, meine Güte. Naja. Nachts sind Ruinen eh viel besser, das wissen wir ja mittlerweile. So. Können wir mal glatt mitnehmen. Geht's hier schon rüber? Tatsache. Was ist das da für eine Ader? Eisenerz. Ja, schürfen wir doch mal eine Runde Eisenerz, würde ich sagen, oder? Zack. Bis nix mehr da ist. Vielleicht können wir nächstes Mal dann Schmieden verbessern. Wunderbar.
So. Schmetterwiegenfelsen. Was kannst du? Oh. Einen Riesen haben. Nö, mit dem möchte ich mich nicht so gerne anlegen. Muss ich denn eigentlich... Ich muss nach da. Dann gehe ich doch mal querfeld ein. Nein, mit Riesen möchte ich mich bitte nicht anlegen. Ja genau, renn mal mitten durch. Maurice, hast du nicht gesagt, du willst... Ich erschlag dich gleich. Typ. Eigenhändig. Auch das der Riese nicht zu übernehmen. Na, wo sind sie denn? Stirb, Wolf. Noch einer? Ja, ich habe beinahe eine Video gehauen. Zack. So, Wolfspelze kann man doch immer brauchen. Die geben immer Geld. Bergblume. Wunderbar. So. Boah, ich kann nur erahnen, was für eine Aussicht man hier über das Land hätte, wenn es nicht so regnen würde. Na gut, was haben wir hier? Nochmal Eisenerz? Nee. Doch, nochmal Eisenerz. Na, wunderbar, dann schürfen wir doch glatt. Nochmal Eisenerz. Man kann nie genug Eisenerz haben, finde ich. Makelloser Granatstein. Wow, das hat sich doch gelohnt. Warum denke ich eigentlich, wenn ich sowas wie makelloser Blabla-Stein höre, sofort an die gesockelten Items von Diablo 2? Muss ich hier jetzt runter? Scheint so. Dann klettern wir doch mal eine Runde. Mädels, passt auf beim Klettern. Und vor allen Dingen du, Maurice. Wenn du dir den Hals brichst, dann breche ich ihn dir doppelt. Ich hoffe, das war deutlich genug. Da muss ich rüber, was? Aber wie komme ich denn darüber? Ich würde sagen, wir gehen mal über diesen Baum hier. Ah, fuck. Ah, na komm. Oh, Schwein gehabt. Sieht irgendwie gefährlich aus. Ist eigentlich noch irgendwer mit dabei? Von... Oder laufen die jetzt außen rum? Die hatten wohl keinen Bock zu klettern. Och Mensch. Naja. Dann gehe ich doch erstmal auf eigene Faust hierher. Na, schon wieder Wölfe? Was ist das denn hier? Kriechranke. Da kommt doch Wölfe, hier bin ich. Da sind sie. Und weg mit dir. So, na, ich hoffe, die anderen werden mich schon wiederfinden. Ich hoffe, die finden irgendeinen Weg nach hier. Das sieht irgendwie gefährlich aus. Und so, als wäre hier was richtig Großes unterwegs. Wo muss ich denn hier eigentlich genau hin jetzt? Nach da hinten. Fliege. Nochmal Eisenerz. Aber hier ist ja ein großzügiges Eisenerzgebiet. Das sieht ja interessant aus da mit dem umgestürzten Baum. Und noch eine Eisenerz. Mein Gott, was ist denn hier los? Hier sollte man eine Mine errichten. Das würde sich richtig lohnen. Ja. Was die hier zu bieten hat. Eisenerz ist schon mal gut. Also eine Eisenerzader kann man das erwarten, ja. Ja. Immerhin Eisenerz. Ach Mist, da komme ich nicht hoch. Ja, da komme ich hoch.
Uah. Oder auch nicht. Das ist ja gefährlich hier. Ich auch nicht hoch. Ich habe das Klettern verlernt. Meine Güte. So, dann gehe ich eben hier hoch. Sieht aber auch nicht verkehrt aus da drüben. Da muss ich. Genau in diesen Sumpf. Das darf doch nicht wahr sein. Irgendwie ist mir das hier nicht geheuer. Oh, da ist irgendein Lager. Okay, ich speichere mal ganz kurz. Achso, das hätte ich ja auch auf schnellem Wege machen können irgendwie, ne? Naja. Hallo, wer bist denn du? A fellow lord. A sight we see less and less these days, it seems. While I do enjoy new faces, I also like the sight of a familiar one. 7 months or so. Maybe 8 if I'm lucky. Oh, hast du noch zu leben, oder was? Oh, just counting the months I have left to live. Hm. I used to count by the years, and I suspect there'll come a time when I count by the days. It's a talent I have, sort of like reading palms, but I do long for the days when I never bothered to count. I'm sorry. I haven't properly introduced myself to you, child. My name is Iris the Elder, although it wasn't always meant to reflect my age. Und woher kommt dein Name? I was once one of 2 irises in the village where I grew up, long before I moved to Darkwater Crossing. One was about a dozen years younger than I, just a babe when I was a girl. So she was Iris the Younger, and I was Iris the Elder. And the name stuck with me ever since. Tja, bis du alt warst. Und was hat dir die Ostmarsche so gebracht? Nee, was hat dich hierher gebracht? That's for sure. I came to this part of East March for the hot springs. I've heard they have the power to rejuvenate. I'm not searching for a miracle or a cure for old age. Just a little more time to enjoy it. Oh, ich hätte auch mal wieder Bock auf so eine heiße Quelle. Das war in Chile ganz schön toll. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, deine Weisheit ist für das Dorf aber auch nicht ganz schlecht, oder? Your words are kind, but a woman of my years is more of a nuisance than a helpful member of the community. I try to do what I can, help cook or look after Rechner, but as much as I hate to admit it, she's at an age when I can't keep pace. Und helfen die heißen Quellen? Also fühlst du dich verjüngt? Oh, yes. I've tried health potions and visited some of the most renowned healers in all of Skyrim, but it's almost like everything is being forced back into place. It feels so unnatural. That may be fine for someone like yourself, but I much rather prefer a good soak. All my aches and pains seem to float away. Ist es denn nicht gefährlich für jemanden, ich sag's mal vorsichtig, in eurem Alter alleine in den heißen Quellen zu baden? The hunters discourage most of the wildlife, as does the heat from the spring. They also provide a few spirits to help pass the time. I need a bit of wine before I can get over the embarrassment, you see. Embarrassment? These hunters, their bodies have such sheen and vigor, like a marble table burnished to a perfect polish. My skin, however, is
It's I as see, I see. piebald as a horse and as wrinkled as an old tunic stashed away at the bottom of a chest. May sound a bit odd for an old lady like myself to worry about such things, but while I may be old, I'm still a woman. And a woman likes to feel beautiful. Ich glaube, dass du früher ein ganz schöner Fang warst, was? And you were quite the petulant baby 2 seconds ago when you asked such a rude and disrespectful question. Oh, ja, Verzeihung. Your parents should be ashamed to have raised one with such little tact. Ja, I mein may Gott, not ich look bin it, Barde. But in my youth, I was also known as Iris the Swift, the fastest courier in all of Skyrim. War bestimmt ganz schön hart, die ganzen Tabletts zu tragen, hä? Oh, yes. But they did come in handy when young people disrespected their elders, because we could use the tablets to smack them across the face. Und warum benutzt ihr Kuriere nicht einfach mal Pferde? Dann seid ihr doch viel schneller und es ist bequemer. Partly out of tradition. The first couriers were messengers for rebels and brigands, for whom secrecy was paramount. A horse tends to attract attention, especially those of the guard placed outside the stables. The couriers of old were master pickpockets. They could blend in with the crowd and slide the missive right into your tunic as you passed them. The recipient wouldn't even notice the folded note in their pocket until they were halfway undressed and readying for bed. Okay. Also, deswegen mussten Kuriere damals zu Fuß unterwegs sein. Nowadays, though, I suspect it's more a matter of cost. Bales of hay and sacks of oats cost a lot of coin. Stamina potions, on the other hand, are relatively cheap. I suspect the time saved isn't worth the maintenance. And if a horse were to die on the road, you'd lose a significant investment. But if a courier were to die, you could easily replace him at no cost. I don't know when horses became more valuable than people, but such is the irony of freedom. Tja, so ist das im Leben. Und was denkst du über die Leute hier in Dunkelmeerkreuzung? Good people and an eclectic group. I think Rechner is quite blessed to be surrounded by such diversity. Keith's taught her how to swim, and Sondas is twice the man her father ever was. And I find it rather adorable how she scurries around with that pickaxe too. It's good to see young folk take an interest in such honest labor. Hallo? Ja, ich hack auch manchmal ein bisschen rum. Zum Beispiel auf der Hinreise hier, so Erz und so. Naja, ist vielleicht nicht ganz anspruchsvoll, aber naja, das, was bei rauskommt, lohnt sich, ne? Yes, if you're lucky, mining can be quite profitable. But the real reward is the work itself. That much I learned from my days as a courier. Hard work means strength of body and strength of mind. Das No wohl one richtig. scoff at such a notion. They think wealth is spending your days bathed in pools of wine, sucking on grapes plumper than chorus eggs. But they suffer from a poverty of spirit and a dearth of vitality. Erzähl mir eine Geschichte aus deinen Kuriertagen. I remember my first job. A courier, fresher than the morning dew, asked to deliver a letter to an ornery and cantankerous jarl. I recall how frightened I was entering that great hall, how the sound echoed through the chamber, and even the dust seemed to curtsy as it settled. The lords carried themselves with that air of nobility, postures straighter than a fence post. Yet my eyes were drawn to an Argonian envoy, the first I'd ever seen,
I know it wasn't polite, but I couldn't help but stare. In the light, his scales were a dazzle of colors, set off by majestic horns that were circled by rings of gold. How wondrous it must have been to be a Jarl, I thought, to meet such exotic people and see fascinating things. Yet, as I waited to deliver my letter, the Jarl did nothing but complain about the size of her longhouse and the tediousness of her station. Tja, so sind sie, die Jarls. Naja, ich zieh mal weiter, ja? Alles Gute. Iris. What brings you to this part of Eastmarch? Tja, das weiß ich auch noch nicht so genau. Ich muss hier etwas finden. Was? Ich hoffe, der hat nicht auf mich geschossen, sondern auf das Vieh. Das sieht doch gut aus. Ahnenschimmer Heiligtum. Perfekt. Hey, seht mal, eine Höhle. Was da wohl drin ist? Hä? Oh, Lydia. Mensch. Dann gehen wir doch mal rein, wenn ich den Eingang finde. Da. Das hört sich nicht wirklich gut an. Aber egal. Jetzt gibt's eh kein Zurück mehr. Ach, da sind sie alle wieder. Schön. Schön, euch zurück zu haben. Schleichen wir mal hier rein. Mal gucken, was hier so gibt. Kerzen. Mhm. Muss also irgendwer drin leben. Na, gehen wir erstmal wieder normal weiter. Das war ja eine kurze Höhle. Da sind wir schon wieder draußen. Wow. Oder auch nicht. Wow. Okay, jetzt schleichen wir. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich speichere noch mal kurz. Ich auch nicht. Aber es sieht unfassbar cool aus. Wow. Da sitzt jemand. Hallo. Seid ihr auch hier, um die Sehenswürdigkeiten dieses herrlichen Heiligtums zu bewundern, so wie ich? Ja. Wahrhaft Verstehe dich aber kaum. Warte mal. Komm mal zu dir. Hallo Sond. Willkommen im Ahnenschimmer-Heiligtum. Solltet ihr Fragen haben, so wendet euch an Ast. An wen? Askir? Boah. Das sieht ja mal toll aus. Hammer. Das ist dieser Baum, das kann ich mir... Nee, da oben ist er. Wow. Alles klar. Hierfür habe ich also Nesselfluch geholt. Das ist ja der Wahnsinn. Ihr seid zusammen mit den Gefährten gesehen worden. Das nenne ich eine wirklich ehrenwerte Gesellschaft. Ja, Komm mal auf deine Augenhöhe runter irgendwie. Nein, ich möchte die Frau nicht beklauen. Geht's noch? Dann denk muss nicht ich mal so im bleiben. Traum Man sagt, Also. dass die Akademie in Sartal herumschnüffelt. Magier, die sich in Grabstätten herumtreiben. Ja, habe ich auch schon gehört. Daher kann sicher nichts Gutes kommen. Aber erzähl mal, was das hier für ein Ort ist, bitte. Ihr befindet euch im Ahnenschimmer-Heiligtum. Nur ein kleiner Einblick in die Schönheit, die Kunare zu bieten hat. Ein wunderbarer Ort, nicht wahr? Herrlich. Und der Baum da oben, das ist Ahnenschimmer, ja? Ja, obwohl es niemandem gelungen ist, sich ihm zu nähern, solange ich zurückdenken kann. Aha. Warum nicht? Wie ihr seht, besitzt Ahnenschimmer gewaltige Wurzeln, die sich überall ausbreiten und den Weg zum Stamm versperren.
Gerüchten zufolge soll es aber eine Waffe geben, die Ahnenschimmer dazu bringen könnte, die Wurzeln zu heben. Mehr vor Furcht als vor Respekt. Du meinst nicht zufällig diese Waffe hier? Die Gerüchte waren wahr. Ich flehe euch an, fügt dem Baum keinen Schaden zu. Das würde nur Unheil bringen. Und wer bist I'm ready du? if you are. Wow, have you ever seen anything so amazing? Nee. Why are there more people here? Tours must be organized, paintings commissioned. As adventurers, it's our duty to show people this tree. Ist klar, bist du irgendwie Touristenführer oder was? Also meine Pflicht als Abenteurer ist, weiterhin auf Abenteuer zu gehen und irgendwie nicht so das allen zu zeigen. Oh no, the gods made such wonders as gifts to the mortals. If we don't share their splendor with the people, we are no better than heathens. You don't want to be a heathen, do you? I certainly don't. Und kannst du irgendwas anderes außer erforschen? Why yes, I learned how to play the lute when I was little, although I'd much rather play the harp. I'm sure that's what the fella would want. Du wirkst wie jemand, der die Natur zu schätzen weiß. Oh yes, the water, the animals, the trees, all clay which develop and mold into indelible art. And at the heart of every explorer is an admirer of that beauty. Naja, ich sag ja nicht, dass die Natur nicht schön ist, aber vielleicht ein bisschen weniger wichtig, als du denkst. What can be more important than tribute to the gods? Why worship them in dusty halls when we can come to these cathedrals of nature? We have to let people know these places exist. We have to shout it from the tabletops, then the rooftops, then the mountaintops, every top, bottom, and middle. I'm shouting all the time. Are you? Ja, hört man. Naja, ich lass dich mal wieder alleine. Oder? Naja, halt. Erforschst du irgendwann auch Höhlen für das, was man da rausholen kann? Of course. What do you think all this is? It's more valuable than any gold coin. Now if I find a gold coin... Ich meinte I eher find Gold. bags of them, in fact. I deliver it straight to the donation bowl. I even have a system. For every 10 gold pieces, 7 goes to the temple, 1 goes toward food and shelter, and 1 goes to alms for the poor. Ja, ja. Ihr wisst ja nicht, womit ihr es zu tun habt. Wenn ihr dem Baum etwas antut, wird es Konsequenzen haben. Verlasst diesen Ort. Okay. Ihr seid hier nicht mehr willkommen. Ich bin nicht mehr willkommen. Naja, aber wenn ich jetzt schon mal hier bin, dann kann ich doch nicht einfach so wieder gehen. Boah, das mit den Fackeln sieht toll aus. Wow, hallo Ahnenschimmer. Außen rumgehen oder was? Kann ich mich doch durchhacken, oder nicht? Ich glaube, ich muss mal Nesselfluch nehmen. Oh. Alles klar. Sesam, öffne dich. Ich wusste nicht, dass ihr so gewalttätig seid. Welche Absichten habt ihr an diesem heiligen Ort? Ich brauche nur ein bisschen Harz von dem Baum hier, um den Baum in Weißlauf zu heilen. Ein bisschen Harz. Ihr würdet diese Wunderkynaritz für solch einen Mischlingsstumpf in Weißlauf schänden?
Das ist widerwärtig, barbarisch. Da mache ich nicht mit. Warum habt ihr mir nichts von euren Absichten erzählt? Du hast nicht gefragt. Hast du denn eine bessere Idee? Nun, ja, es gibt etwas. Der Baum im Tempel wird dadurch nicht wiederhergestellt, aber wir könnten ihnen einen neuen bringen. Und woran hast du so gedacht? Folgt mir. Ich glaube, ich kann den Baum überreden, uns zu helfen. Den Baum überreden. Ist klar. Ahnenschimmer hat uns einen jungen Baum geschenkt. Ihr solltet es nach Weißlauf bringen. Danica wird sehen wollen, dass die wahren Segnungen der Natur in der Erneuerung und nicht in sklavischer Tradition liegen. Derb. Und was machst du jetzt? Ich werde hier bleiben und noch ein wenig die Wärme von Ahnenschimmer genießen. Viel Glück auf euren Reisen. Möge Kynarets Wind nur die süßesten Düfte tragen. Du bist ja drauf. Danke, Maurice. Es ist wie in meinen Träumen. Ja. Wahnsinn. Oh, was für ein Baum. Hier hinten. Oh, super. Pilze kann man immer brauchen. Und das auch. Und das bestimmt auch. So, seht ihr, da habe ich doch euren Baum gar nicht verletzt. Alles ist gut. Dank Maurice. Boah, diese Höhle ist echt klasse. Gut, dass ich den Baum nicht verletzen musste, tatsächlich. So, Asta. Ihr wisst ja nicht, womit ihr es zu tun habt. Wenn ihr den Baum... Alles ist gut. Ich habe ihm nicht wehgetan. Hör auf zu weinen. Das war doch mal ein Naturschauspiel, das sich lohnt zu sehen.